Der wilde Westen, aber mit deutscher Organisation. Wo gibt's sowas? Einerseits staubige Erdstraßen, Rindviehherden und die endlose Weite. Andererseits Pionier bei den Krankenhäusern, bildungsbewährte Schulen, innovative Landwirtschaft sowie fortschrittliche Betriebe. Also, wo sind wir? Willkommen im Chaco bei den Mennoniten im Paraguay. Ich habe mir hier ja Kutschen und alte Traktoren mit Eisenrädern vorgestellt. Aber wie traditionell sind die Mennoniten heute wirklich noch? Wir haben ja gar nicht mehr so schlimm viel Tradition. Wir haben den Glauben an Gott, das ist für uns keine Tradition, das ist eine Überzeugung. Was unterscheidet Ihren Glauben? Anabaptist, oder? Genau, wir praktizieren nicht die Kindertaufe, sondern die Erwachsenentaufe. Und wie konnten Sie so unabhängig und erfolgreich werden? Wir haben ja vom Staat gar keine Subvention oder Unterstützung bekommen und wir mussten uns das hier selber aufbauen. Trotz vieler Herausforderungen, was verbindet die Mennoniten und die indigene Bevölkerung so eng miteinander? Laut Gesetz würde zum Beispiel die ganze Gesundheit der indigenen Bevölkerung vom Staat abgedeckt werden müssen. Sollte. Wir merken, dass heutzutage auch die Indianer beginnen zu lesen. Bei den Indigenen, die älteren Leute werden vernachlässigt. Aha. Also wenn die erst nicht arbeiten können oder nicht Geld verdienen können, dann lassen sie die draußen liegen und langsam verhungern manchmal auch. Wenn wir das sehen, dann haben wir eine soziale Verantwortung als deutsch sprechende Gemeinschaften, die sich das leisten können. Weil es immer noch Leute gibt, die sagen, okay, wir haben ein Herz dafür. Ohne Arbeit geht's nicht. Ein Mennonit arbeitet. Ja. Der ist nicht zum faul dasitzen. Ich habe mir hier die Hilfe von Einheimischen aus verschiedenen Bereichen geholt, die uns heute erklären, worin die Mennoniten besonders gut sind und wo es auch Herausforderungen gibt. Guaraní Ñandeva. Paul und ich haben einige Wochen hier in den 3 Kolonien im Chaco verbracht und wir konnten von Dutzenden Personen lernen. Ich habe Videomaterial gesammelt, das viele Stunden decken kann und ich möchte das auch gar nicht vorenthalten, aber ich kann leider nicht alles in ein Video packen. Deshalb werde ich dir heute verschiedene Ausschnitte zeigen und lass dich abstimmen, wovon du beim nächsten Mal gerne mehr sehen möchtest. Ob Arbeit mit Indigenen, die Rolle der Frauen, Bildung, Alltag in den Kolonien und die erfolgreiche Landwirtschaft. Über all das haben wir die letzten Wochen lernen können. Also stimme du in den Kommentaren ab von den Themen, die du jetzt gleich sehen wirst und ich werde sie beim nächsten Mal mehr behandeln. Aber zuerst möchte ich das Wort an Conny Neufeld richten, der uns hier in Philadelphia begrüßen wird. Viel Spaß! Ja, also die können hier mal nach Philadelphia kommen. Hier haben ein schrecklich schönes Hotel. Da kann man hier rastlich gut essen, vernünftig schlafen. Und dann in Philadelphia kann man die Museen besuchen. Kann man einfach alles lernen, was man braucht. Und dann noch das interethnische Koloniehaus mit allem drum und dran. Wer wirklich wissen will, wo sich Kolonie Farnham so entwickelt hat, muss da im Landwirtschaftsmuseum gehen. Und das ist da ein bisschen wieder nach Süden. Sie muss einfach Philadelphia mal besuchen. Das lohnt sich. Danke dir. So. Willkommen. Ja. Das war ja, glaube ich, mal das am besten verständlichste Plattdeutsch, was ich gehört habe bis jetzt. Ah, ja. Ich habe schon ein paar Leute gefragt, aber das war wirklich wie für die Schule. Ja, dies war das richtige Plattdeutsch. Ja, mehr Plattdeutsch gefällig? Gern zeige ich dir beim nächsten Mal mehr, wenn du jetzt Plattdeutsch kommentierst. Aber jetzt beginnt unser Aufenthalt mal in Philadelphia im geschichtlichen Herzen der Stadt. Ja, kannst du dich an den letzten Teil über die Mennoniten erinnern? Hier in Paraguay trifft man oft Mennoniten. Die meisten kommen aus Kanada oder Russland, sprechen aber alle Deutsch. Wie kommt das? Die Völkerwanderung der Mennoniten begann schon vor 500 Jahren. Sie flohen damals nach Russland, dann Kanada und seit 1927 gibt es Mennoniten in Paraguay. Aber was war eigentlich ihr Ursprung? Conny Neufeld kann uns mehr erklären. Wir sind holländischen, norddeutschen Blutes, ja? Und von Holland, mussten sie fliehen nach Preußen und von Preußen sind wir ausgewandert in die Ukraine mit Katharina der Großen. Und mein Papa ist gewesen 1930, ja, ist er nach Paraguay gekommen. Wenn man genau hinschaut, sieht man viele Erinnerungen an die Siedlerzeit.
Wie haben es die Mennoniten vor 100 Jahren geschafft, diese funktionierenden Kolonien aufzubauen? Sehr arbeiten. Okay. Nicht, das ist nicht Spucke lecken. Das heißt nur, jetzt mit den Ochsen, mit einem Handpflug wurde die Scholle gebrochen, eingepflanzt und Häuser gebaut mit Lehm. Und jetzt haben wir eine blühende Kolonie. Wie sehen junge Mennoniten heutzutage die alten Traditionen? Conny Neufeld stand mir noch Rede und Antwort zu den Mennoniten. Wenn du beim nächsten Mal mehr über Geschichte und Traditionen erfahren willst, schreib's in die Kommentare. Unser Ausflug geht weiter nach Neuland, die jüngste der 3 Chaco-Kolonien. Dort treffen wir Pastor Manfred Grünwald. Er erklärt mir, dass sich die Mennoniten schon damals in Europa durch ihren Anabaptismus differenzierten. Was ist das? Anabaptist, oder? Genau. Ja. Genau. Heißt das, dass man sich später für die Taufe entscheidet oder was genau heißt das? Genau, wir praktizieren nicht die Kindertaufe, sondern die Erwachsenentaufe. Das ist da, wo wir sagen, dass eine Person selber imstande ist zu entscheiden und selber die Entscheidung zu treffen, gut, ich habe mich für Jesus entschieden. Die Kirchengemeinde hier, ist die eigentlich am Wachsen? Ich frage, weil bei uns zu Hause in Österreich werden die Gemeinden ja eigentlich immer kleiner, weil immer weniger Leute in die Kirche gehen. Wenn du beim nächsten Mal mehr über den Glauben der Mennoniten erfahren willst, kommentiere jetzt. Wir fahren weiter in der Gegend rund um die Kolonien. Ich entdecke eine Siedlung von indigenen Familien. Hier in der Gegend gibt es Schulen und Gesundheitseinrichtungen von Mennoniten für Indigene. Bei einem Sanatorium treffen wir uns mit Ulrike, einer Krankenschwester, die uns einen Einblick in die Gesundheitsarbeit der Mennoniten in den indigenen Siedlungen gibt. Und dann kommen die dann hier rein. Die meisten von denen mögen das auch gerne draußen sitzen. Naja, heute, wo es kalt ist, nicht so gern, aber sonst, wenn es wärmer ist, sitzen die auch gerne draußen. Ja. Und du bist hier Krankenschwester? Genau, oder? ja. Dies ist dann der Wartesaal. Hier ist dann die Aufnahme. Da werden die dann einmal der Blutdruck kontrolliert, Puls und so weiter. Ulrike kennt sich gut mit den unterschiedlichen indigenen Gruppen aus, die hier in Siedlungen leben. Die Arbeit in den Siedlungen ist heute noch genauso lebenswichtig wie zu Beginn der Klinik in 1952. Von der A7 werden 17 Siedlungen betreut, also im Gesundheitsbereich, und dann fahren die raus und machen dann Schwangerschaftskurse. Ja, eine Frage, die ich Ulrike aus einem ganz bestimmten Grund gestellt habe, war diese. Wie ist denn die Gesundheit hier von den Indigenen im Alter? Weil wir haben gehört, die gehen mit 55 schon in Rente. Ja. Ist es, weil sie nicht so einen guten Zustand haben? Oder generell? Oder? Das ist von der Regierung so bestimmt worden. Doch, die könnten dann eventuell noch arbeiten, nicht? So, und manche von denen gehen auch noch auf Arbeit. So. Aber die haben dann gerade die Möglichkeit, von der Regierung ihre Rente zu bekommen, ja, ab 55. Kannst du die Gesundheit vergleichen von den deutschstämmigen Siedlern, die hier wohnen, und von Indigenen? Ist die Gesundheit da schlechter? Oder? Ja, zum Teil schon wegen der Hygiene oftmals. Ja. Haben die dann überhaupt eine Möglichkeit, dass sie auch hier medizinische Hilfe bekommen? Ja, die haben die. Oftmals bringen die nur sehr spät, das ist die andere Sache. Okay. Ja. Oder ja, die bringen die einfach zum Sterben her. Ja. Ja, damit die nicht zu Hause sind. Manche sind noch ziemlich abergläubisch. Die denken dann, ja, der Geist bleibt dann hier noch weiter im Haus, und damit er nicht hier bleibt, dann bringen sie die lieber hier zum Krankenhaus oder so. Okay. Genau. Du hast sicher schon viel gesehen. Ja. Ja, ich bin 4 Jahre hier schon, so. Ich habe schon einiges erlebt. Ulrike kann uns noch einiges über die Gesundheitsarbeit der Mennoniten mit Indigenen erzählen. Wenn du beim nächsten Mal mehr erfahren möchtest, kommentiere jetzt Gesundheit oder stelle deine Frage. In der Zwischenzeit schaue ich mich mehr in der Nachbarschaft um. Dort treffe ich Alfred Giesbrecht, den Direktor einer indigenen Schule. Dorthin gehen Indigene von der Primarstufe bis zum Abschluss und bekommen sogar eine Berufsausbildung. Und wir wollen
möglichst extensiv in die Richtung arbeiten, dass möglichst viele eine sehr gute Ausbildung auch bekommen, eine Grundlage für ihr Leben. Ja? Als ehemalige Lehrerin freute ich mich auch, Schüler kennenzulernen. Also für Buchhalter, Vorbereitung, Mittelstufe, also die 10. bis zur 12. Klasse, wo unser erstes Experiment mit so einer Gruppe ist. ¿Cuántos años tienen? Für manche Indigene im Chaco kann diese Ausbildung für sie bis dahin verschlossene Türen öffnen. Wir merken, dass heutzutage auch die Indianer beginnen zu lesen. Also das haben wir in den letzten Jahren besonders hervorgehoben und viele Projekte darin geführt, wo Schüler zum Lesen motiviert werden. Und wir merken schon eine Wende und auch, wo sie sich freier unterhalten. Der Indianer ist im Allgemeinen einer, der nicht sehr viel spricht. Du musst deine Zeit haben, bis er zum Sprechen kommt. Und wenn er soweit ist, wenn er dieses Vertrauen hat, dann können wir auch tiefgehende Themen durchsprechen. Manch ehemalige Schüler haben es sogar geschafft, hier ihr ganzes Leben zu verändern. Es unterrichten heute nämlich nicht nur Mennoniten an der Schule. Heute treffe ich eine Berühmtheit von Paraguay, nämlich Mirta Pérez. Die erste paraguayische Indigene, die ihr Masterstudium in einem englischsprachigen Land abgeschlossen hat. Wie sie es durch ihre Bildung und Erfahrung geschafft hat, ein Bindeglied zwischen den Indigenen und den Mennoniten zu werden, erzählt sie in ihrer Geschichte auf meinem zweiten Kanal Learn All Over. Ihre Antwort auf die folgenden Fragen solltest du dir aber auf jeden Fall schon mal jetzt anhören. Sie als Indigene, wie beschreibt sie die Mennoniten? What is the role of the Mennonites here in these communities? Yeah, it's mostly work with us as we are developing our communities. Like the white people are helping us to discover new things, to explore new things. So I can use that to learn more and see what are the things that are outside of the community. Besonders als Frau macht sie hier Pionierarbeit. Apropos Frau, sind die Mennoniten es eigentlich streng mit der Rollenverteilung oder nicht? Die Rollen, die können hier und da verteilt werden, aber eine Frau ist eine Frau und ein Mann ist ein Mann. Und von Frau und Mann gibt es Kinder. Und das ist für uns sehr gut. Ich bin von einer Familie, wir sind jeder 10, 5 Mädels, 5 Jungs. Das hat sich ganz gut gelebt. Wir waren zwar sehr arm, mein Papa war Lehrer, und doch, wir sind nicht, dass wir das zu einem Konflikt machen. Wir sehen darin keinen Konflikt. Und ich werde Ihnen mal was versichern, Deutschland wird auch noch wieder mehr zurückkommen zur Rolle des Mannes, dass der Mann wieder ein Mann wird und die Frau wieder eine Frau wird, ja? Weil alles ist ein bisschen verzerrt, wenn die Frau Mann sein will und der Mann soll unbedingt ein Waschlappen sein. Und meistens wollen die Frauen einen Mann haben und keinen Waschlappen. Sehe ich das. Aber das ist so meine Meinung und die teile ich auch ruhig mit. Ja? Ich habe ja nicht mehr viel zu verlieren. Ich bin ja schon 72. Da habe ich Glück, ja. Wer weiß, wie das um ein paar Jahre ist. Dann bin ich schon droben. Ja? Und dann können wir das noch besser beurteilen. Gut, das hat er jetzt mal klargestellt, aber im Chaco leben ja eher fortschrittlichere Mennoniten. Da gesteht sogar Conny Neufeld, dass es heute nicht mehr ganz so streng ist. Wir haben Frauen, sind unheimlich begabt und die verdienen das Geld und der Mann ist Hausmann. Das haben wir hier eben auch. Ja? Wie sieht es aus der Sicht einer berufstätigen Frau aus? Wir haben noch ziemlich klar, welche Aufgabe macht die Frau, welche Aufgabe macht der Mann. Im Vergleich zu Deutschland würde man sagen. Ja. Aber du hast jetzt auch einen normalen Angestelltenjob, ne? Genau. Ja, das ist natürlich inzwischen auch schon anders. Es gibt sehr viele Frauen, die arbeiten gehen. Aber viele Frauen haben es auch nicht nötig, arbeiten zu gehen, weil der Mann genug verdient. Und dann sind sie schon lieber bei den Kindern. Ja. Weil wir das eben auch als einen großen Wert sehen, dass jemand da ist, wenn die Kinder nach Hause kommen von der Schule und sozusagen Stabilität gibt. Ja.
Ein weiteres Beispiel, wie offen und fortschrittlich die Bewohnerinnen des Chaco sein können, ist Domenica. Domenica, wir sind hier. Wir haben uns ein nettes Häuschen von dir gemietet. Es gefällt uns wirklich sehr gut, mit großem Garten. Ja, fein. Hast du oft Besucher eigentlich? Ich reise sehr gerne, hast du ja vorhin auch schon festgestellt, ja. Und irgendwann habe ich mal davon geträumt, wenn ich ein kleines Ferienhaus hätte und das vermieten könnte, dann würde ich ständig neue Leute kennenlernen aus aller Herren Länder und das wäre ja eigentlich wie Reisen. Wie würdest du die Menschen beschreiben, die hier leben? Willst du beim nächsten Mal mehr von dem Alltag und dem Leben der Chaqueñas und Chaqueños sehen? Oder interessierst du dich für Philadelphia, unsere Unterkunft und die benachbarten Kolonien? Wie schneidet die Bildung im Chaco im Vergleich zum restlichen Paraguay ab? Würdest du sagen, dass die Bildung hier besser ist als im Rest von Paraguay? Und können wir jetzt endlich erfahren, ob die Mennoniten dort neue Leute wollen oder lieber allein bleiben? Stimmt's eigentlich? Viele Leute wünschen sich nicht, dass neue Leute hierher ziehen. Ich würde sagen, das ist am Anfang auf jeden Fall so gewesen. Und es war anfänglich überhaupt nicht üblich, dass jemand aus der Kolonie Fernheim eine Person aus der Kolonie Menno heiratet. Aha, und wie ist das heute? Übrigens, ich bin Alexandra und wenn du die Antworten zu diesen unglaublichen Themen in den nächsten Videos nicht verpassen möchtest, abonniere jetzt meinen Kanal. Bei uns geht die Fahrt weiter zum wohl polarisierendsten Thema der Mennoniten im Chaco von Paraguay. Auch wenn die Mennoniten damals ein abgesondertes Leben gesucht haben, sind sie heute nicht mehr allein. Der Bevölkerungsanstieg lässt sich unschwer erkennen. Du erinnerst dich an die letzte Folge über die Mennoniten? Also was geschah, als die Mennoniten vor 100 Jahren im Chaco ankamen? Dann kamen von überall die verschiedenen indigenen Gruppen und siedelten in dieser Gegend an, weil die suchten Lebensmöglichkeit. Die suchten Lebensraum, die suchten Essen, die suchten, soll man sagen, ein besseres Leben. Das waren Nomadenvölker, das waren Leute, die herumwanderten, Jäger und Sammler, die nirgends eine feste Stelle hatten. Bei der Ankunft der Mennoniten im zentralen Chaco in 1927 gab es hier 500 Indigene. Heute sind es 50.000. Zum Vergleich, es gibt dort heute fast 20.000 Mennoniten. Warum wollen heute so viele dort leben? Ich hoffe, meine Fragen heute beantwortet zu bekommen. Dafür besuche ich die ASIM, die Zentrale für die ganze Arbeit mit indigenen Siedlungen. Also, wie leben sie zusammen und was machen die Mennoniten für die Indigenen? Wenn wir hier die Situation sehen, wir haben 20.000 Personen, die in einem wirtschaftlichen Aufschwung leben und sich sehr rapide entwickeln. Wir haben 50.000 Leute, die viel langsamer sind in der Entwicklung. Und dieser Unterschied, dieser wirtschaftliche Unterschied, irgendwann bringt er seine Konsequenzen auch nicht nur positive. Wenn wir das sehen, dann haben wir eine soziale Verantwortung als deutsch sprechende Gemeinschaften, die sich das leisten können, einen Dienst in diesen indigenen Gemeinschaften zu tun. Also die ASIM kümmert sich um den Bau von Krankenhäusern, Schulen und wirtschaftliche Unterstützung für die indigenen Völker. Die Arbeit mit Indigenen ist ja ein Thema, was viele bekritteln. Dennoch wollen es viele nachmachen. Aber Willi sagt: Aber bis heute kenne ich kein anderes Land, in dem so ein Modell wie dieses installiert ist und funktioniert. Und warum das niemand so richtig nachmachen kann, liegt vielleicht daran: Der Staat kommt und schenkt. Und alle Institutionen, die vom Staat abhängen, ob es eine Municipalität ist oder Gobernation oder Staat selber, da geht es immer um Schenken. Dann haben wir immer diese Zwiespaltigkeit, dass wir versuchen, den Leuten beizubringen, dass alles, was sie haben, nicht umsonst ist. Ob es jetzt Ackerbau ist oder Viehzucht oder wo auch immer, Gesundheit.
Und da fahren wir zwei total verschiedene Schienen. Wir versuchen beizubringen, wie man sich selbst entwickelt und weiterkommt. Und hier wird das Gegenteil gefördert. Natürlich, wenn diese Sozialprogramme jetzt Geld in die Siedlungen pumpt, irgendwann kommt es dann dahin, dass keiner mehr arbeiten will. Wir versuchen, Arbeit zu fördern und hier geht es gerade in die entgegengesetzte Richtung. Das macht das Ganze dann schon ganz schön schwierig. Wenn du mehr zur Arbeit der Mennoniten mit den Indigenen erfahren möchtest, kommentiere jetzt Indigene. Auch wenn der Rest von Paraguay oft nur eine einseitige Meinung über den Chaco hat, muss man hier nicht unbedingt wie im Wilden Westen leben. Also Rindviehherden und Cowboys, so wie in einer bekannten Fernsehserie. Hello, dear stranger cowboy. Yellowstone. Aber man muss nicht unbedingt Cowboy sein. Mit einem Schicksalsschlag und einer Vision hat es hier jemand geschafft, einen ganz besonderen Ort zu erschaffen. Hättest du dir gedacht, dass wir das hier finden? Ein Reittherapiezentrum, das aus einer bewegten Geschichte heraus entstanden ist. Gründer Heinz erzählt uns mehr. Also vor 9 Jahren, sind jetzt fast genau, es sind 9,5 Jahre, war meine Frau, damals lebte sie noch, sie ist vor 3,5 Jahren gestorben. Und in der Familie meiner Frau ist ein genetisches Problem, das Down-Syndrom, ist wahrscheinlich bekannt, ja. Und war die in Kanada und ist da nach Hause gekommen. Zu Besuch war sie bei ihren Schwiegereltern, Großkinder, die das Syndrom haben. Und die hatten Reittherapie. Und dann ist sie nach Hause gekommen und hat gesagt, Heinz, wir müssen Reittherapie machen. Heute hilft das Zentrum nicht nur Kunden mit Down-Syndrom. Wir haben hier ein Heim für traumatisierte Mädels, Missbrauchte und ja, Kinder, aber auch ältere Leute. Wir haben zum Beispiel Frauen, die im Beruf voll Stress sind. Die kommen und machen eine Reitstunde, nicht Therapie, eine Reitstunde pro Woche. Und die sagen in einem Jahr, das war ganz interessant, die hat gesagt, mein Mann will nächstes Jahr die doppelte Reitstunde bezahlen. Na wieso? Na, unsere Ehe hat sich zu 65% verbessert, seit meine Frau zu Reitunterricht. Also die nimmt normalen Reitunterricht. Paul meinte, ich soll es mal ausprobieren. Bist du bereit für die Arbeit? Ich glaube ja. Nicht so gewohnt, aber geht ganz gleich, oder? Hast du schon mal auf dem Pferd gesessen? Ja. Oh, Jonny, dann ist ja das auch kein Problem. Also die ist noch jung, vielleicht trainiert sie noch. Hier. Wir gehen über die Wippe, Paul. Alles klar. So, aus dem Weg bitte, ich kann noch nicht so gut. Komm, Wippe. Los geht's. Na, der übernimmt sich was. Los geht's. Super. Also was ein Pferd an den Menschen tut, das kann man nicht in Geld bezahlen. Das kannst du nicht genug Wert geben. Das war eine Vision, das ist eine Vision und das wird eine Vision bleiben. Besser die Gemeinschaft, unsere Gemeinschaft zu helfen, die sozial schwache Kinder mitzunehmen hier. Wenn du magst, erzählt uns Heinz beim nächsten Mal mehr Geschichten aus dem Reittherapiezentrum La Vision. Ja, wie habe ich den Chaco heute genannt? Der Wilde Westen, aber mit deutscher Organisation. Du kannst hier leben wie ein Cowboy, aber du hast hier auch gute deutsche Qualität. Woran merkt man das? Die Bauqualität bei den Mennoniten ist schon eine andere Liga. Du erinnerst dich an Alvaroni? Es sind sehr viele von diesen deutschen Zugewanderten, die einfach spezifisch für ihr Haus, das sie hier in Paraguay dann bauen wollen, die Qualität suchen, die sie aus Deutschland gewohnt sind. Hier wird viel Wert auf gute Bauqualität gelegt.
Deshalb möchte ich mir einen lokalen Betrieb in den Kolonien besser ansehen. Und ich bin erstaunt, wie groß und professionell hier alles abläuft. Jul und sein Bruder haben die Firma Casa Climatica gegründet. Sie stellen deutsche PVC-Fenster und Türen her und beliefern Mennoniten, aber auch andere Bewohner in ganz Paraguay, denen gute Qualität wichtig ist. Wie sieht es in den mennonitischen Kolonien mit der Arbeitsmoral aus? Jul, wie findest du es hier mit der Arbeitsmoral? Wir haben uns schon mit so vielen Geschäftsführern unterhalten in ganz Südamerika. Ja. Und es gibt immer wieder so die gleiche Beschwerde mit Pünktlichkeit, mit Leuten kommen irgendwann gar nicht mehr. Gibt es ähnliche Probleme hier oder ist es besser? Ja, sagen wir mal, jetzt Pünktlichkeit würde ich nicht sagen. Da bin ich der Meinung, hat man ja auch als Geschäftsinhaber oder Geschäftsführer, geht man ja auch mit einem Vorbild voran. Also mein Bruder und ich, wir sind halt immer eine von den Ersten, auch in der Früh, die dann halt da sind. Das auch. Ich würde das nicht sagen, dass das problematischer ist als in Deutschland. Also diese Probleme oder diese Thematik, dass man schnell einen Job wechselt, das haben wir in Europa auch. Also kaum Leute, die sagen, ich arbeite mein Leben lang in einer Firma. So, da ist auch ein Wandel da. Okay. Aber du hast gesagt, eine bunt gemischte Gruppe, Ja. Ja, aus verschiedenen Nationen. Und sie kommen hierher und lernen es erst von euch. Also die kommen nicht ausgebildet. Richtig. Also es macht natürlich einen Unterschied, ob ich jetzt komme. Wir haben hier jemanden, der hat vorher als Schreiner gelernt. Der tut sich schon leichter, ganz klar. Oder wer eine Ausbildung hat, generell überhaupt. Also je höher der Bildungsgrad ist, umso leichter ist es. Das muss man tatsächlich sagen. Ja. Jul erklärt mir alles über Fenster und Türen im Detail. Und wenn du nächstes Mal mehr über diesen lokalen Betrieb erfahren willst, kommentiere jetzt Arbeit. Hat mein Jugenddebattierwettbewerb doch in Deutschland mal was gebracht. Ja, was soll ich sagen? Der Chaco hat mich fasziniert mit dem wilden Westen und der Struktur, die die Mennoniten dorthin gebracht haben. Ja, jeder meiner lieben Gesprächspartner hat es verdient, ganz gehört zu werden, aber wie ich zu Beginn schon gesagt habe, es ist leider gar nicht möglich, alles in ein Video zu packen und ich hätte auch gar nicht selbst entscheiden können, was ich dir zuerst zeigen soll. Deshalb bist jetzt du dran. Also von welchem Thema möchtest du beim nächsten Mal mehr sehen? Die Geschichte der Mennoniten, ihre Traditionen und warum sie immer wieder fliehen mussten, ihr Glaube, ihre Religion früher und jetzt, das Thema Bildung und ob es wirklich besser ist als im Rest von Paraguay, Indigene und ihr Leben heute, Mieten, Kaufen, Wohnen und warum das alles als Ausländer gar nicht so einfach dort ist, Geschichten aus dem Alltag, die Rolle der Frauen, Geschichten aus dem Reittherapiezentrum oder der lokale Betrieb Casa Climatica, die erfolgreiche Landwirtschaft und warum Viehbauer sein vielleicht gar keine schlechte Idee ist. Also vielen Dank an meine lieben Gesprächspartner und an meine Zuseher. Ich hoffe, ihr entscheidet euch, welches Thema ihr beim nächsten Mal sehen möchtet und ich freue mich schon auf ein Wiedersehen. Wenn du mehr Einblicke hinter die Kulissen und die Interviews in voller Länge sehen willst, schau in die Mitgliedervideos. Den Link gibt's in der Beschreibung.